Hallo und herzlich willkommen bei Marine Caravaning, Ihrem Carthago Center West hier in Altenhofen bei Aachen. Heute präsentiere ich Ihnen mal ein Fahrzeug, was so gar nicht typisch für Marine Caravaning ist, weil es hat so gar nichts mit Carthago oder Malibu zu tun. Und zwar haben wir ja einen Toyota Hilux 4x4, ein Pickup mit einer Crawler-Kabine drauf, ein Expeditionsfahrzeug, wenn man so gut möchte. Und dieses Fahrzeug ist von keinem geringeren als meinem Freund Sven Herzog. Der Sven hat das Fahrzeug einige Zeit genutzt, war auch sehr zufrieden damit, aber er bekommt nun mal jedes halbe Jahr ein neues Fahrzeug und so muss auch dieses Fahrzeug den Fuhrpark von der German Television verlassen. Und ich habe heute die Ehre, von diesem Buschcamper ein tolles Video zu machen. Und da schlage ich vor, wir schauen uns das Fahrzeug einfach mal im Detail an. Dieser Toyota Hilux ist mit einer 2,8 Liter Dieselmaschine ausgestattet mit 204 PS. Natürlich hat dieses Fahrzeug ein Automatikgetriebe und Allradantrieb, der auch noch mal untersetzt werden kann. Auf der Hinterachse hat dieses Fahrzeug eine Differentialsperre. Umgebaut wurde das Fahrzeug von der Firma Buschcamper. So hat dieses Fahrzeug ein komplett optimiertes, Offroad optimiertes Fahrwerk bekommen und eine All-Terrain-Bereifung, und das Fahrzeug hat dadurch eine wesentlich höhere Bodenfreiheit und verliert beispielsweise auf der sogenannten Wellblechpiste nicht den Halt auf dem Untergrund, sondern bügelt im Grunde genommen die Unebenheiten, die in der Fahrbahn sind oder im Gelände sind, wirklich glatt. Der Unterboden wurde von unten einmal komplett mit Aluminiumplatten zugebaut, sodass man im Gelände, auch wenn man aufsetzt, im Grunde genommen auf den Platten über die Hindernisse hinweg gleitet und sich den Unterboden, Getriebeeinheit, Ölwanne etc. nicht beschädigen kann. Natürlich hat dieses Fahrzeug auch von der Firma Buschcamper einen Offroad-optimierten Frontstoßfänger bekommen, der gewährleistet, dass das Fahrzeug im vorderen Bereich einen wesentlich größeren Böschungswinkel hat. In diesem Frontstoßfänger ist eine Seilwinde von Warn verbaut mit einer Fernbedienung, sodass ich das Fahrzeug auch im schwierigen Terrain alleine bergen kann. Außerdem sind auf dem Frontstoßfänger zwei LED-Fernscheinwerfer verbaut des Herstellers Osram. Damit das Fahrzeug am nächsten Flussbett nicht gleich stehen bleiben muss, wurde hier ein Schnorchel-Ansaugsystem verbaut, sodass das Fahrzeug eine Watttiefe von rund 1 Meter hat. Was mir besonders gefällt, dass das Fahrzeug im Innenraum im Grunde genommen ein komplett normaler Pkw-Pickup ist, mit einer sehr luxuriösen, anmutigen Ausstattung. So hat das Fahrzeug ein großes, fest eingebautes Navigationssystem drin, eine Klimaautomatik ist verbaut und natürlich auch Tempomat. Das Licht muss nicht mehr selber eingeschaltet werden, sondern es wird über eine Automatikfunktion selbstständig eingeschaltet. Selbstverständlich verfügt das Fahrzeug über Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber. Und für die kalte Jahreszeit hat das Fahrzeug selbstverständlich noch eine Sitzheizung für den Fahrer und für den Beifahrer. Der Allradantrieb lässt sich bei diesem Fahrzeug, im normalen Betrieb ist das Fahrzeug eben heckgetrieben, während der Fahrt zuschalten. Somit kann sehr schnell auf unterschiedliche Fahrbahnbeläge reagiert werden, zugeschaltet werden. Bei Bedarf kann die gesamte Motorleistung nochmal über ein Reduktionsgetriebe dementsprechend verstärkt werden, so dass ich hier nochmal ein Untersetzungsgetriebe habe, welches das Fahrzeug nochmal im Gelände deutlich besser agieren und rangieren lässt. Das Fahrzeug ist im Seitenbereich durch die nützlichen Schwellrohre gegen seitliches Aufprallen geschützt. Diese sind allerdings auch sehr praktisch, um das Fahrzeug halt einfach mal auf dem Dach zu beladen oder ganz einfach beim Waschen kann man sich hier bequem draufstellen. Die Kabine kann mit wenigen Handgriffen von der Pickup-Ladefläche demontiert werden. Dazu sind lediglich nötig diese Spanngurte hier, die gelöst werden müssen. 4 Stück an der Zahl, einmal ringsrum. Und dann gibt es spezielle Stützen, die zum Lieferumfang dazugehören, die hier eingeklickt werden, mit dieser Wendelschraube fixiert werden und dann kann die Kabine mit diesen Stützen dementsprechend vom Pickup abgehoben werden und der Pickup fährt einfach unter der Kabine weg. Praktisch ist, dass die Kabine für sich alleine völlig autark ist. Ich habe ein Solarpanel auf dem Dach montiert und eine 200er Lithium-Batterie. Dies alleine bei den geringen Verbrauchern, die die Kabine hat, reicht dazu aus, dass die Kabine völlig frei von externer Stromversorgung auskommt. Außerdem hat die Kabine einen integrierten Wassertank, den ich hier über diesen Einfüllstutzen befüllen kann.
Über diesen Anschluss hier kann ich eine externe Dusche montieren, die einfach eingeklickt wird und dann hier dementsprechend verriegelt ist. Und so kann ich dann hier draußen duschen. Unter dieser Plane hier ist ein Duschzelt vorhanden, welches ich hier nochmal öffnen kann und aufbauen kann, sodass ich hier im Grunde genommen vor der Kabine bequem duschen kann. Selbstverständlich ist das Duschen auch innerhalb der Kabine möglich, aber das schauen wir uns an, wenn wir uns die Kabine von innen anschauen. Die Kabine verfügt weiterhin über eine Webasto Dieselheizung, die hier einen 20-Liter-Tank hat, der hieraus dann gespeist wird. Außerdem hat die Kabine ringsrum laufend eine LED-Beleuchtung, die ich von innen ein- und ausschalten kann. Das Hubdach fährt elektrisch auf und natürlich auch wieder elektrisch ein. Zum Auffahren braucht lediglich ein Kippschalter umgelegt zu werden und die Kabine richtet sich selbstständig komplett auf, sodass ich von innen eine Stehhöhe habe. Beim Herunterlassen muss der Knopf allerdings aus Sicherheitsgründen festgehalten werden. Praktisch finde ich, dass der Engel Kompressorkühlschrank gleich hier unter dem Tisch verbaut ist. So hat man das kühle Blonde immer gleich griffbereit direkt hier im Sitzgruppenbereich. Man sieht, dass das Ganze völlig unbenutzt ist und absolut neuwertig. Die Kabine ist natürlich mega robust ausgebaut. So ist hier alles aus Aluminium verbaut. Hier sind keine Hölzer drin. Im Grunde genommen kann man die Kabine, wenn man möchte, auch mit dem Hochdruckreiniger von innen reinigen. Das würde ihr überhaupt nichts ausmachen. Die Webasto Warmluftheizung, die mit Diesel befeuert wird, bläst hier über einen Ausströmer die warme Luft in das Kabineninnere hinein. Ich habe die Möglichkeit, jetzt hier, so in dem Zustand, wie wir jetzt hier das Ganze verbaut haben, mit 2 Personen bequem zu schlafen und kann permanent hier noch mit 2 Personen sitzen. Allerdings ist mit wenigen Handgriffen auch das Ganze zu einer sehr großen Liege umgebaut, indem ich einfach nur das hier rausziehe und das Polster dementsprechend dann in das Mittelteil einlege. Das schauen wir uns gleich in einer Detailaufnahme an. Praktisch finde ich den Küchenbereich hier. Hier gibt es ein kleines Spül-Waschbecken, wo man im Grunde genommen die 2 Tellerchen, die man hier schmutzig macht, oder die 2 Tassen schnell und praktisch spülen kann. Und es gibt einen Kocher, wo ich halt hier mal schnell eine Pfanne draufstellen kann oder auch mal ein paar Eier braten kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist dafür da, um eben auch im schwierigen und abschüssigen Terrain dann halt dementsprechend mal einen Topf zu fixieren, damit er mir nicht darunter rutscht. Man sieht also, das Fahrzeug ist wirklich für die Extreme gebaut worden. Auch hier die Schubladen haben nicht nur einen einfachen Verschluss, dass ich jetzt hier so ein bisschen drehe und kann die schon aufziehen, sondern die ziehen sich, wenn ich jetzt hier zumache, richtig stramm ran, sodass hier also im Grunde genommen nichts rappeln kann. Wenn ich das Ganze öffne, sieht man hier, das sind Schubladen, die sind aus Metall gefertigt. Hier ist alles aus Aluminium gefertigt. Hier könnte man jetzt den Besteckkasten reinmachen und dann dementsprechend halt Messer und Gabel einbringen. Auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich gerade drauf gesessen habe, ist die Möglichkeit, ein Porta Potty unterzubringen. Hier ist jetzt gerade der Duschvorhang für den Innenbereich untergebracht. So kann ich das also hier mit wenigen Handgriffen halt öffnen. Dementsprechend kann ich hier hinsetzen und im Grunde genommen dann auf dem Porta Potty meine Geschäfte erledigen. Der Bereich, in dem ich jetzt hier stehe, ist auch dafür gedacht, dass ich hier, wenn ich den Duschvorhang, der hier in der Box drin ist, hier oben eingeklettet habe, dass ich hier meinen Duschschlauch aufhängen kann und dann hier im Innenbereich halt dementsprechend duschen kann. Aber, da spreche ich aus Erfahrung, meistens ist es so, dass man mit solchen Fahrzeugen sich in Gegenden aufhält, wo alles draußen passiert. Das heißt, ich nutze das Fahrzeug nur zum Schlafen und zu den nötigsten Dingen, die man halt, ich sag mal, jetzt hier im Innenraum macht, und alles andere spielt sich im Grunde genommen draußen ab. Die Liegefläche möchte ich jetzt einmal zeigen. Hier kann man aus wenigen Handgriffen wirklich eine sehr große Liegefläche machen. Das lässt sich auch ganz leicht rausziehen. Das heißt, das zieht man hier bis zum Anschlag raus und dann kann man den Keil, der da hinten noch liegt, den nimmt man gerade und legt ihn hier in der Mitte ein, und so kann ich jetzt im Grunde genommen mit 4 Personen bequem im Fahrzeug schlafen. Praktisch finde ich die Ausleuchtung hier im Fahrzeug. Hier ist auch innen drin noch mal ringsrum eine LED-Beleuchtung verbaut, und alles, was man so an Sachen halt hat, die man jeden Tag mal benötigt, die kann man, wenn man sich abends ausgezogen hat, hier oben reinlegen, und dann hat man die morgens wieder schnell griffbereit.
Ringsrum ist das Fahrzeug komplett auch zu verdunkeln, eben halt über diese Rollos hier, die dann mit dem Reißverschluss zugezogen werden. Ich kann sie allerdings auch komplett öffnen und so schlafe ich im Grunde genommen fast im Freien. Hier gibt es ein Mückengitter, welches wirklich sehr, 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 sehr feinwabig ist, sodass hier wirklich kein Moskito oder sonst irgendwelche Insekten halt reinkommen. Ich würde schon fast sagen, das hat schon eine Pollenschutzfunktion. So fein ist das gesiebt. Genau, das war die Kabine jetzt von innen. Hier gibt es dann nochmal im Eingangsbereich ein paar Schalter, mit denen ich dann beispielsweise die Webasto Standheizung einschalten kann, die einzelnen Lichtkreisläufe ein- oder ausschalten kann. Die Wasserpumpe kann hier nochmal betätigt werden. Und wenn ich hier diesen grünen Schalter gedrückt halte, dann fährt sich die Kabine wieder ein. Das dauert natürlich etwas länger, weil da sind kleine Schneckengetriebe drin. Es läuft langsam, aber sehr, sehr sicher. Die Kabine selber hat ein Gewicht von rund 450 Kilogramm, sodass also noch genug Zuladungsreserven hier beim Toyota übrig bleiben, sodass ich noch andere Dinge an Gepäck halt einfach mit mir nehmen kann. Für mich ist das hier ein wirklich komplettes Weltreisemobil. Mit diesem Fahrzeug fahre ich hier los und fahre einmal komplett um den Erdball zurück und habe hier im Grunde genommen keine Technik drin, die großartig kaputt gehen kann. Der Toyota ist auf der ganzen Welt, ist der zu warten und zu reparieren. Das ist wirklich ein Fahrzeug, welches für die Extreme gebaut worden ist. Ich selber habe 6,5 Jahre mit einem großen Expeditionsfahrzeug der Firma Action Mobil den südafrikanischen Raum bereist und ich habe wirklich tolle Erlebnisse gehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Fahrzeug ist fast 10 Meter lang. Ich hätte mir oftmals ein so kleines, doch wesentlich geländegängigeres Fahrzeug gewünscht, weil es gibt einfach Stellen, wo man von den Abmaßen der Fahrzeuge einfach nicht mehr durchkommt. Wo man hier bei dem Fahrzeug, wenn die Kabine jetzt wieder runtergelassen ist, ist das einfach ein total flaches Auto, wie ein ganz normaler Pickup. Die Kabine trägt fast gar nicht auf. Ich behaupte mal, hiermit kommt man fast überall hin. Also wirklich an den schönsten Orten, wo ich manchmal früher nur hingucken konnte, kann man mit dem Fahrzeug hinstellen und dann sein Lager aufbauen. Für mich alles in allem ein rundum gelungenes Fahrzeug. Ich finde den Preis für das Fahrzeug mit der Kabine auch sensationell. Das Fahrzeug soll kosten 79.999 €. Das Fahrzeug, so wie es hier steht, hat einen Neupreis von und bei 100.000 €, sodass man also hier ein wirklich neuwertiges, fast unbenutztes Fahrzeug erhält mit wirklich einer sinnvollen Ausstattung zu einem äußerst attraktiven Preis. Also, weitere Informationen zu diesem Fahrzeug erfahren Sie unter www.cartago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marine Caravaning. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, so verpassen Sie auch zukünftig kein weiteres Video von uns. Würde mich freuen, wenn wir uns hier in Altenhofen persönlich begrüßen könnten. Tschüss, Ihr Andreas Marine. Wir sehen uns.